Was ist eigentlich ein Saubär? Konnte eine Frau früher auch ein Testament errichten und wie nannte man eine solche Frau eigentlich? Welche rechtliche Symbolik hatte die Farbe Rot? Diese und viele andere Fragen beantwortet am besten das Deutsche Rechtswörterbuch. Das Deutsche Rechtswörterbuch ist das Großwörterbuch zur historischen deutschen Rechtssprache. Es wird von einem interdisziplinären Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hier in der Heidelberger Akademie der Wissenschaften erstellt. Wie das passiert und weitere Tipps für die frei zugängliche Online-Version folgen sogleich. Das Deutsche Rechtswörterbuch behandelt den historischen deutschen Rechtswortschatz vom Beginn der Überlieferung in der Spätantike bis ins 19. Jahrhundert. Erläutert werden auch Wörter der Allgemeinsprache, wenn sie im Bereich des Rechts eine besondere Bedeutung haben. So findet man beispielsweise auch viele Berufe im DRW, außerdem Abgaben, Maße und Gewichte. Vor 500 Jahren verliefen die Sprachgrenzen noch anders als heute. So wurde in der Nordhälfte Deutschlands Niederdeutsch gesprochen. Daher behandelt das Rechtswörterbuch auch den niederdeutschen Wortschatz. Und auch weitere mit dem heutigen Deutsch verwandte Sprachen, die sogenannten westgermanischen Sprachen, werden berücksichtigt. Bislang sind über 100.000 Wortartikel fertig, zusammengefasst in 14 stattlichen Bänden mit über 20.000 Druckspalten. Die Artikel beginnen mit A wie Aachenfahrt, im Moment arbeiten wir beim U. Jedes Jahr kommen 1000 Artikel hinzu. Grundlage der Wörterbucharbeit ist unser Belegarchiv. Die Karteikästen enthalten 2,5 Millionen sogenannter Belegzettel, intelligent vorausgewählte Fundstellen zu den betreffenden Wörtern. Die meisten Belegzettel stammten aus der Anfangsphase des Projektes vor über 100 Jahren und wurden von Expertinnen und Experten zusammengetragen. Dieser Zettel beispielsweise stammte von Felix Liebermann. Er war Bruder des Malers Max Liebermann und beschäftigte sich mit altenglischen Gesetzen. Längst haben wir natürlich auch ein elektronisches Textarchiv und immer ausgefeiltere Tools, um die elektronischen Texte zu durchsuchen. Insbesondere bei häufig belegten Wörtern bleiben die alten Belegzettel aber unschlagbar. Zu manchen Wörtern haben wir mehrere tausend Belege. Hierfür braucht es viel Erfahrung, um das Material zu sichten und die Bedeutungen der Wörter herauszuarbeiten. So haben wir beispielsweise für das Wort stehen 90 Bedeutungspunkte. Jeder Artikel bekommt ein hochdeutsches Lemma. So werden die vielen historischen Schreibformen unter einem Dach zusammengefasst. Manchmal ist es nämlich gar nicht so einfach, ein Wort aus einer beispielsweise altenglischen oder altfriesischen Quelle einem modernen deutschen Wort zuzuordnen. Wenn nötig, beraten wir uns hier im Team. Und nur bei ganz harten Nüssen holen wir uns auch schon mal bei auswärtigen Experten Rat. Das Deutsche Rechtswörterbuch blickt auf eine lange Geschichte. Es wurde 1897 als Projekt der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften gegründet. Sitz der Forschungsstelle war aber stets Heidelberg. Von Anfang an war die Forschungsstelle auch ein Platz für forschende Frauen. In der schwierigen Zeit von Erstem Weltkrieg, Weltwirtschaftskrise und Hyperinflation brachte der damalige Forschungsstellenleiter Eberhard Freier von Künzberg das Projekt unbeirrt voran. Künzberg verhinderte auch eine Einflussnahme der Nationalsozialisten auf das Wörterbuch. 1959 übernahm die Heidelberger Akademie der Wissenschaften die Trägerschaft des Wörterbuchs. Die Digitalisierung startete beim DAW bereits Mitte der 1980er Jahre. Als eines der ersten Wörterbücher ging das DAW 1997 online. Heute sind alle fertiggestellten Artikel unter deutsches-rechtswörterbuch.de abrufbar. Die neuesten Artikel mit einer Verlagsschutzfrist von einem Jahr. Also, wenn du nicht weißt, wie das Wort aus einer Quelle auf Hochdeutsch heißt, dann kannst du auch die Schreibweise aus der Quelle eintippen. Und dann kommt man beim richtigen Artikel raus? Genau, so bin ich gerade zum Beispiel beim Artikel Saubär gelandet. So hieß der Zuchteber, den die Dorfgemeinschaft früher halten musste. Weißt du, wie eine Frau heißt, die ein Testament macht? Nee, weiß nicht. Vielleicht Testamentsmacherin? Ja, das gab es auch. Außerdem nannte man sie auch Testatorin, Testamentorin, Testantin, Testatrix, Testatrizin und Testiererin.
Ja, und wie hast du das jetzt so schnell rausgefunden? Über die Liste mit den bedeutungsverwandten Wörtern. Guck mal hier zum Beispiel im Artikel Scharfrichter. Angstmann, Hämmerling, Suspensor. Oha, das sind ja über 50 verschiedene Bezeichnungen für einen und denselben Beruf. Das Deutsche Rechtswörterbuch, die Antwort auf 100.000 Fragen.